Hören in Stereo, aber mischen in Mono. Warum eigentlich? Das erkläre ich dir gleich nach dem Intro. Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mixpraxis. Ich bin Jonas vom Recording-Blog, freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und unser heutiges Thema ist so ein bisschen mit so einem Hauch von Voodoo umgeben, denn es geht um Mixen in Mono. Und am Schluss erzähle ich dir noch einen kleinen Trick, wie du ohne Einsatz eines Euros deine Raumakustik verbessern kannst. Aber unser heutiges Thema als Hauptthema soll erstmal Mischen in Mono sein. Ende der 50er kamen die ersten Platten raus, die in Stereo abgemischt wurden. Und da dachte man damals, naja gut, weil zu wenig Leute einen Stereo-Plattenspieler sich leisten können, muss die Platte natürlich auch in Mono kompatibel sein. Heutzutage müssen Platten immer noch monokompatibel sein. Es liegt aber weniger daran, dass sich die Leute ein Stereo-Abspielgerät nicht leisten können oder nicht haben, sondern es liegt eher daran, dass zu viele Leute monokompatible Geräte haben. Handys, Tablets, Radios, im Restaurant, im Supermarkt, überall wird Musik Mono angeboten, also sollte der Song natürlich auch da gut klingen. Jetzt wirst du sagen, na wieso, in Stereo klingt mein Song gut, dann klingt er doch bestimmt auch in Mono gut. Das ist nur ein Teil der Wahrheit, denn was passiert, wenn ein Stereosignal in Mono abgespielt wird? Beide Seiten, die vorher vorlagen, werden übereinander gelegt. Und wenn das passiert, also ein Stereosignal in Mono umgesetzt wird, dann gibt es zwei Effekte, die dabei passieren können. Man kann zum einen sich Phasenprobleme einhandeln und man kann sich zum zweiten Maskierungseffekte einhandeln. Was genau ist das? Phasenprobleme handelt man sich ein, wenn man zum Beispiel zwei Instrumente hat, die im selben Frequenzspektrum präsent sind, aber die Phasenlage der Instrumente ist unterschiedlich. Das heißt, wenn wir hier eine gedachte Nulllinie haben und von der einen Gitarre ist, was weiß ich, bei 2 Kilohertz geht das Signal oberhalb der Nulllinie, die Welle, die Audiowelle entlang, und bei der anderen Gitarre unterhalb, dann löschen sich diese beiden Signale aus und man kriegt so einen phasigen, hohlen Sound, der zwischen diesen beiden Instrumenten passiert, eine Phasenauslöschung. Und die sorgt dafür, dass die Instrumente eben nicht so klingen, wie sie im Stereopanorama klingen würden, wenn jedes Ohr seine einzelnen Informationen kriegt, sondern wenn die beiden übereinander gelegt werden, dann klingen sie halt phasig hohl und eben nicht mehr so, wie man es eigentlich beabsichtigt hat. Maskierungseffekte sind einem psychoakustischen Effekt geschuldet, den unser Hirn hat. Denn wenn unser Hirn zwei Signale angeboten kriegt, die ungefähr in der gleichen Range, in der gleichen Frequenzecke spielen und das eine Signal ist lauter als das andere, dann wird auf jeden Fall das Leisere vom Hirn unbewusst ausgeblendet und das Lautere wird nur wahrgenommen. Das heißt, wenn man zwei Gitarren zum Beispiel hat, die ungefähr dasselbe spielen, dann wird die Leisere im Zweifel von unserem Hirn einfach durch gelernte Effekte ausgeblendet und ist kaum noch hörbar und die andere Gitarre erscheint entsprechend lauter. Das hat zur Folge, dass wenn man ein Stereosignal nicht in Mono gemischt hat, sondern nur in Stereo gemischt hat und dann Mono abhört, dass dann der Mix komplett zusammenbrechen kann. Die Hauptstimme ist zu laut, einzelne Instrumente verschwinden, alles klingt sehr unaufgeräumt, Hallräume können völlig falsch gewählt sein. Und es gibt aber einen ganz einfachen Trick, wie man das vermeiden kann. Ich gehe normalerweise den Mix so an. Ich setze normalerweise meine Level, dass ich so einen groben Mix habe von allen Instrumenten, dass es so einigermaßen gut klingt. Dann treffe ich meine Panorama-Auswahl. Das heißt, ich habe vorher schon so ungefähr im Kopf, wo ich die einzelnen Instrumente platziere. Das ergibt sich eigentlich aus der Praxis. Eine Gitarre rechts, andere Gitarre links oder ein Piano links auf der gegenüberliegenden Seite von der Gitarre. Chöre natürlich auf beide Seiten, links und rechts, weil sie dann auch gedoppelt sein werden. Hauptstimme in die Mitte, Basstrommel, Bass in die Mitte. Das sind so die klassischen Panorama-Entscheidungen. Ich entscheide mich da meistens fürs LCR-Panning, das heißt nur links, nur rechts außen oder eben in der Mitte, keine Zwischenschritte oder sonst was eben. Das macht die Entscheidungsfindung dann für mich meistens einfacher. Und sobald ich das gemacht habe, drücke ich einen Knopf an meinem Monitor-Controller und der schaltet das Signal dann auf Mono. Das klingt überhaupt nicht schön, weil vorher habe ich schon Panorama-Entscheidungen getroffen, die jetzt einfach völlig irrelevant sind und egal sind. Denn jetzt habe ich das ganze Signal in Mono vorliegen und jetzt muss ich einfach über Lautstärkeentscheidungen, über Equalizer und über Kompressorentscheidungen den Mix so hinbiegen, dass er in Mono gut klingt. Er wird natürlich nicht so groß und so breit klingen wie in Stereo, aber er wird auf jeden Fall irgendwann, werde ich es hinkriegen, dass er gut klingt, dass ich damit zufrieden bin. Und das ist Arbeit. Das klingt, wie gesagt, nicht ganz so besonders toll wie in Stereo. Man muss sich wirklich durchkämpfen. Man muss verschiedene EQ-Entscheidungen bei zwei Gitarren zum Beispiel gegeneinander treffen oder bei Chören, bei Stimmen und so weiter. Auch bei Synthesizern oder Pianos, die gegeneinander kämpfen im Mix, damit jedes Instrument gut hörbar ist.
Stichwort ist da Complementary EQing. Kann ich gerne mal ein Video zu machen. Wenn du das magst, schreib es mir unten in die Kommentare, dann erkläre ich mal, was damit genau gemeint ist. Aber damit kann man Instrumente sehr schön voneinander trennen, sodass sie auch in einem Monomix alle einzeln gut zu hören sind. Und wenn du dies alles hingekriegt hast und mit deinem Mix im Mono zufrieden bist, dann kommt der magische Moment. Denn wenn du dann den Monoschalter wieder rausnimmst, wirst du feststellen, dass der Mix insgesamt viel klarer, aufgeräumter, sauberer, druckvoller klingt und dass alle Instrumente gut zu hören sind. Und wenn du zurück auf Mono schaltest, sind sie immer noch gut da. Das heißt, der Mix funktioniert sowohl in Mono als auch in Stereo wunderbar. Und das ist doch das, was wir wollen. Wir wollen uns auf einen neuen Level heben. Wir wollen viel mehr bessere Musik machen und das schaffst du auf jeden Fall, wenn du dich durch das tiefe Tal der Tränen, nämlich Mixen in Mono traust. So, kommen wir zum Quick-Tipp. Verbesserung der Raumakustik ohne Einsatz eines Euros. Das ist ganz einfach. Du musst einfach nur an deinem Monitor-Controller die Lautstärke runterdrehen. Dreh die Lautstärke so runter, dass du den Mix gut hören kannst, aber dass er nicht allzu laut ist. Wenn man volle Pulle abhört, dann passiert nämlich Folgendes. In nicht optimierten Räumen bauen sich gerade im Bassbereich starke Raummoden auf. Das heißt, man sitzt meistens an der falschen Stelle, wo der Bass entweder gar nicht zu hören ist oder wo er viel zu gut zu hören ist und macht dann einfach falsche Mixentscheidungen. Dreh ihn so runter, dass du so locker drüber sprechen kannst. Ist ein Tipp, den ich von Dave Pensado genommen habe und schnell umgesetzt habe, weil er einfach klasse ist. Ich höre nicht zu laut ab und wenn du jetzt sagst, okay, dann kann ich den Subbass oder tiefe Bässe nicht gut hören, das stimmt, aber die höre ich meistens dann in meinem nicht optimierten Raum über Kopfhörer ab. Einen guten Kopfhörer, damit kann man den Bassbereich kontrollieren und den Rest des Mixes ganz einfach auf ganz, ganz moderater Lautstärke abhören. Dann hast du keine Probleme mit der Raumakustik. Das waren meine Tipps für heute. Wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Mit einem Abo bleibst du auf dem Laufenden. Und wenn du noch Fragen oder Anregungen hast, schreib sie mir einfach unten in die Kommentare rein. Ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin, mach's gut. Ich wünsche dir die beste Woche, die du haben kannst. Und Yassou!